Heute nehme ich euch mit auf meine Reise an die Amalfiküste, die ich im November allein unternommen habe. Für mich bedeutet Alleinreisen vor allem, Orte bewusster wahrzunehmen, mehr bei mir selbst zu sein und Eindrücke ohne Ablenkung wirken zu lassen. Gestartet habe ich meine Reise in Sorrent. Die Stadt wird oft als Tor zur Amalfiküste bezeichnet, denn sie liegt am Golf von Neapel und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Insel zu erkunden. Gleichzeitig ist Sorrent im Vergleich zu den Orten direkt an der Amalfiküste deutlich günstiger, vor allem bei den Unterkünften. Ein weiterer Vorteil: in der Nebensaison fällt hier keine Touristensteuer an. Natürlich hat das Reisen außerhalb der Hauptsaison auch seine Schattenseiten. Einige Restaurants und Geschäfte sind bis zum Frühling geschlossen. Mich hat das aber überhaupt nicht gestört, ganz im Gegenteil. Sorrent war angenehm ruhig, nicht überlaufen und für mich der perfekte Kontrast zum lebhaften, lauten Neapel. Das Video dazu verlinke ich euch hier, denn auch dort konnte ich meine kleinen Ruheoasen finden. Um an einem Tag möglichst viel von der Amalfiküste zu sehen, habe ich mich für eine geführte Tour über Get Your Guide entschieden. Allein zu reisen heißt für mich nicht, alles allein machen zu müssen. Manchmal ist es einfach entspannter, sich um nichts kümmern zu müssen. Unsere Tagesziele waren Positano, Amalfi und Ravello. Gerade wenn man nicht selbst fahren möchte oder kein absoluter Profi am Steuer ist, dann ist eine Bustour wirklich zu empfehlen. Die Straße entlang der Küste, die berühmte Amalfitana, ist wunderschön, aber auch sehr schmal und kurvig, inklusive Gegenverkehr. Unser Busfahrer wusste ganz genau, was er tut. Ich glaube, diese Straße hat schon so einige Touristen an den Rand des Wahnsinns gebracht. Unser erster Stopp war Positano, wahrscheinlich einer der bekanntesten Orte an der Amalfiküste und mit Sicherheit auch einer der teuersten. Das ehemalige Fischerdorf an der Westküste Italiens war lange ein Rückzugsort für Künstler und Schriftsteller und zieht heute Besucher aus aller Welt an. Auch hier war ich froh, im November unterwegs zu sein. Keine Menschenmassen, keine überfüllten Gassen, stattdessen Zeit, einfach durch den Ort zu schlendern und die Atmosphäre aufzusaugen. Generell hatte ich auf dieser Reise unglaublich viel Glück mit dem Wetter. Anfang November hatte ich keinen einzigen kompletten Regentag, fast durchgehend Sonne und Temperaturen um die 20 Grad. Für mich waren das perfekte Bedingungen, um draußen unterwegs zu sein und die Region zu erkunden. Ohne Sommerhitze, ohne Gedränge. In Positano hatten wir etwa eine Stunde Zeit, was aus meiner Sicht vollkommen ausgereicht hat, um einen guten Eindruck zu bekommen. Für mich hat sich der Ausflug von Stopp zu Stopp gesteigert. Weiter ging es nach Amalfi. Unser Guide hat uns hier direkt mit Tipps für gutes Mittagessen und natürlich für Eis versorgt. Amalfi ist weltberühmt für seine Zitronen, die sogenannten Amalfi-Zitronen. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen. Besonders beliebt ist eine gefüllte Zitrone als Dessert. Aktuell kostet so eine etwa 15 Euro. Mein Tipp: hört auf die Empfehlungen eurer Guides oder schaut euch die Google-Bewertungen an. Dann lohnt sich diese kleine Investition auch wirklich. Meine war fantastisch. Ich hatte sie direkt neben dem Sandwichladen Luisa gekauft, wo ich mir außerdem eines der besten Sandwiches der Reise gegönnt habe. Amalfi hat mir insgesamt unglaublich gut gefallen. Die kleinen Gassen, das lebendige Treiben, der beeindruckende Dom, hier hat für mich einfach alles gestimmt. Wir hatten rund 2 Stunden Zeit, was perfekt war. Genug Raum zum Erkunden, Fotografieren und natürlich auch für ein entspanntes Mittagessen. Gerade allein unterwegs konnte ich mich hier so richtig treiben lassen. Unser letzter Stopp des Tages war Ravello, ein kleines Bergdorf oberhalb der Küste. Deutlich günstiger, fast keine Touristen und selbst in der Hauptsaison wohl eher ruhig. Was ich nicht erwartet habe: Ravello ist ein echtes Katzenparadies. Dort lebt eine große Katzenkolonie, um die sich die Einheimischen liebevoll kümmern. Das war für mich als Katzenlady natürlich perfekt. Bekannteste Sehenswürdigkeit ist die Villa Ruffolo mit ihren beeindruckenden Gärten. Selbst mit Winterbepflanzung sah alles wunderschön aus. Die Aussicht von dort oben ist einfach spektakulär. Schaut selbst, wie hübsch es dort ist.
Ich kann einen solchen Tagesausflug wirklich uneingeschränkt empfehlen, besonders auch für Alleinreisende. Man lernt schnell Menschen kennen, fühlt sich sicher aufgehoben und bekommt trotzdem genug Zeit für sich selbst. Interessanterweise war ich die einzige Europäerin auf der Tour. Ansonsten waren Amerikaner, Kanadier und Australier dabei. Unser Busfahrer und unser Guide waren ein perfekt eingespieltes Team und haben den ganzen Tag über für gute Stimmung gesorgt. Für mich war diese Soloreise an die Amalfiküste eine perfekte Mischung aus Entschleunigung, neuen Eindrücken und kleinen Abenteuern. Und definitiv ein Reiseziel, das auch außerhalb der Hauptsaison unglaublich viel zu bieten hat. Like you had too much wine, that's the driver. Too much wine. That's the driver. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you say, Vita bella. Hard to play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.